Just around the corner there's heartache, down the street that losers use. If you can wade in through the teardrops, you'll find me at the home of the blues. Das ist ein Ausschnitt aus dem heutigen Song Home of the Blues, die Heimat des Blues. Eines der letzten Titel, die Johnny Cash für Sun Records aufgenommen hat, bevor er zu Columbia wechselte. Home of the Blues ist gleichzeitig auch der Name eines Schallplattengeschäftes in Memphis, Tennessee. Cash war dort Stammkunde und hat unter anderem dort auch viele seiner Lieblingsplatten gekauft. Diese Story dazu und mehr über Cashs Lieblingsmusik ist Thema meiner heutigen 39. Folge Memories of Johnny. Wie immer kannst du mit der Kapitelmarkierung gleich zum Song springen. Ich freue mich aber, wenn du dran bleibst. Damit herzlich willkommen zu Memories of Johnny. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Johnny Cash hat mehr als 600 Songs selbst geschrieben und gesungen. Er hat darüber hinaus weitaus mehr Songs noch interpretiert, die er nicht selbst geschrieben hat. Die Anzahl aber an Songs und Platten, die er sich dazu noch angehört hat, die wage ich überhaupt nicht abzuschätzen, noch nicht mal annähernd. Seit er als Dreijähriger seinen ersten Gospel-Song gehört hatte, ließ ihn die Musik nicht mehr los. Und es war vor allem die Gospelmusik, egal ob zu Hause oder in der Kirche, wenn gesungen wurde, war er glücklich. Später kam das batteriebetriebene Radio seiner Eltern noch hinzu und er hörte die gesamte Musikwelt der 30er und 40er Jahre ab. Neben der Gospelmusik gehörte vor allem Folk, Blues und Hillbilly zu seinen Favoriten. Zu dieser Zeit war Memphis in Tennessee die Musikhauptstadt und hatte sich bereits in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts schon einen Namen gemacht und sich zur Keimzelle des Blues entwickelt. Es ist für mich insofern auch nicht verwunderlich, dass Cash nach seiner Entlassung bei der US-Armee 1954 mit seiner Verlobten Vivian Liberto unbedingt in Memphis leben wollte. Er knüpfte dort erste Kontakte, arbeitete stringent an seiner musikalischen Karriere und an seinem Ziel, eines Tages selbst im Radio zu hören zu sein. Er hörte auch nicht auf, selber Musik zu hören, egal ob als Staubsaugervertreter im Autoradio, live in einigen Clubs und Bars oder halt eben von Schallplatte. Hier kommt jetzt sein Lieblingsplattenladen, das Home of the Blues, ins Spiel. Home of the Blues lag in der zentralen Musikmeile von Memphis, in der Beale Street. Es wurde 1947 von Reuben Cherry und Celia Goldstein gegründet und existierte bis 1975. Man konnte dort aber nicht nur Platten kaufen. Der Laden hat sich zu einem Treffpunkt vieler Musikerinnen und Musiker dieser Zeit entwickelt und auch zur Netzwerkbildung aller relevanten Musiklabels in dieser Zeit und in der Region. Johnny Cash war dort Stammkunde und berichtet noch in seiner Autobiografie von 1997, dass er in dem Laden eine komplette Blues-Zusammenstellung von Alan Lomax erworben hatte, die bis zum Schluss zu seinen Lieblingsalben gehörte. Natürlich kann und will ich hier nicht alle Käufe von Cash aufzählen, das ist auch nicht Ziel meines Videos, aber zum Thema seiner Lieblingsmusik gibt es ein tolles Zitat von ihm selber, das ich dir nicht vorenthalten möchte und das, wie ich finde, alles aussagt. Ich zitiere mal. Ich liebe Songs über Pferde, Eisenbahnzüge, Land, das jüngste Gericht, die Familie, schwere Zeiten, Whisky, Brautschau, Ehe und Ehebruch, Trennung, Mord, Krieg, Haft, Herumtreiberei, Verdammnis und Heimatgefühle, über Erlösung, Tod, Stolz, Humor,
Glauben, Rebellion, Patriotismus, Raubzüge, Entschlossenheit, Schicksalsschläge, Randale, Herzschmerz und Liebe über meine Mutter und Gott. Zitat Ende. Ich hatte schon öfter mal von einer besonderen Eigenschaft von Cash erzählt. Er konnte sich jeden Song merken, den er nur einmal gehört hat. Und ich bin sicher, dass dieser enorme Speicher viel mit seiner Kreativität zu tun hat, eigene Songs zu schreiben, aber auch viel mit seiner unnachahmlichen Art, verschiedene Musikstile miteinander zu mixen. Ob Folk, Blues, Gospel, Rockabilly, Country, es finden sich in fast jedem seiner Songs immer mehrere Elemente davon. Und ich glaube auch, dass dieser Plattenladen Home of the Blues sicher einen, vielleicht auch nur bescheidenen, aber auf jeden Fall einen Anteil daran hatte. Kein Wunder, dass Cash mit dem gleichnamigen Song dem Laden ein kleines musikalisches Denkmal gesetzt hat. Es ist ein Country Blues, sinngemäß übersetzt mit einem Ausschnitt: bist du traurig und einsam, findest nicht mehr durch die Tränenflut, dann findest du mich im Home of the Blues, einem Ort voll süßer Erinnerungen. Sun Records veröffentlichte die Single im August 1957 zusammen mit Give My Love to Rose auf der B-Seite, und die Single erreichte Platz 3 der Hot Country Billboard Single Charts. Und so klingt er. Just around the corner there's heartache, down the street that losers use. If you can wade in through the teardrops, you'll find me at the home of the blues. I walk and cry while my heart beats keeps time with the drag of my shoes. The sun never shines through this window of mine. It's dark at the home of the blues. Oh, but the place is filled with the sweetest memories. Memories so sweet that I cry. Dreams that I've had left me feeling so bad. I just want to give up and lay down and die. So if you've just lost your sweetheart, and it seems there's no good way to choose, come along with me, misery loves company. You're welcome at the home of the blues. Just around the corner there's heartache, down the street that losers use. If you can wade in through the teardrops, you'll find me at the home of the blues. Yeah, you're gonna find me at the home of the blues. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Da gibt es so eine Art Doppeljubiläum. Zum einen ist es meine 40. Ausgabe Memories of Johnny. Zum anderen ist mein Kanal ziemlich genau ein Jahr alt. Aus diesem Anlass möchte ich in meiner nächsten Folge mal alle meine Quellen vorstellen, wo ich Informationen über Johnny Cash herbeziehe für meine Videos und meine Songs. Und ich präsentiere dazu den Song I Still Miss Someone. Der passt, finde ich, auch gut zum Thema. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.